Herzlich willkommen zu diesem neuen Video vom Strand von Alanya. Hier ist wieder der Markus für dich, up to date aus der Türkei und ein spektakuläres Thema, ein kritisches Thema, und ich bin sehr gespannt, was du am Ende des Videos für ein Zeichen da lässt, für ein Statement. Lass mir unbedingt deine Meinung dazu da, denn ich bin sehr gespannt, denn am Sonntag kommt wieder das alte und doch noch sehr junge Format Kommentare der Woche, und einige haben es schon geschafft, ohne es zu wissen, dass ich am Sonntag deren Kommentar auseinandernehmen werde und darauf eine Reaktion lassen werde. Dementsprechend Sonntag, schalte unbedingt ein. Ab jetzt jeden Sonntag wieder Kommentare der Woche. Da geht es um sehr viel Kritisches und um sehr viel mir kritisch gegenüber auch etwas. Aber auch, wir wollen dieses Thema jetzt mal angreifen in Bezug auf die Politik. Denn es stehen bald die Bundestagswahlen in Deutschland an. Markus, was geht dich denn das an? Du bist ausgewandert. Tatsächlich, ich bin sogar abgemeldet. Das heißt, ich habe auch gar kein Wahlrecht mehr. Ich habe meine Stimme sozusagen verwirkt oder auch für immer abgegeben. Könnten viele meinen. Aber ich denke, dass die AfD mit Elon Musk, mit der Alice Weidel ganz große Chancen hat auf die neue Regierung. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich möchte das relativ neutral halten. Ich möchte nicht auf eine Richtung reingehen. Friedrich Merz, natürlich der Wirtschaftsminister Habeck oder wer auch immer. Vielleicht wird ja noch mal der SPD Herr Scholz gewählt. Man weiß es nicht. Wenn du aber sagst, du bist für Blau, dann lass doch jetzt schon mal einfach ein blaues Zeichen da in den Kommentaren. Wir können ja mal eine nicht ganz offizielle Umfrage machen. Jeder, der das Video schaut, kann natürlich gerne mal einfach sein Statement hier ablassen. Rot für SPD, grün für die Grünen oder blau für die AfD. Einfach nur so einen blauen Button oder einen grünen Button da lassen. Dann bin ich sehr gespannt, wie das Ergebnis aussieht, und vielleicht werde ich daraufhin noch ein Video machen. Auf jeden Fall, ich denke, dass die nächsten Bundestagswahlen sehr entscheidend sein werden. Aber man muss auch mal das Ganze nüchtern betrachten, wie auch in jeder anderen Demokratie auch, wo gewählt wird, ganz demokratisch, wie zum Beispiel auch in der Türkei. Und ja, in der Türkei wurde auch gewählt, vor 2 Jahren, glaube ich, war es, oder fast 3 Jahre sogar schon her, mit dem jetzigen Präsidenten Erdogan. Und ich bin gespannt, wie es in der Türkei wird, wenn denn die nächsten Wahlen sind. Aber man muss sich auch immer mal die Frage stellen, was hat sich eigentlich geändert, seitdem dieser Herr, ob es in der Türkei ist oder in Deutschland, der Herr Scholz oder vorher die Frau Merkel, was hat sich für mich persönlich, in dem Fall für dich persönlich, geändert? Ich will nicht damit sagen, dass alle Wahlen hinfällig sind, aber wenn du wirklich eine Veränderung haben möchtest, dann musst du doch bei dir selber anfangen. Dann musst du doch bei dir selber Gas geben. Da musst du doch dein Leben analysieren und schauen, was kannst du wirklich verändern. Weil es gibt zu viele Menschen, und wirklich sehr viele Menschen sind so, und das ist die Masse, die schaut immer nur im Außen. Die schaut zum Beispiel jetzt hier im Hintergrund, oh mein Gott, da ist so viel Müll, da könnte ich niemals leben. Ja gut, du kannst hier leben, und wenn es dich stört, dann räum doch den Müll weg. Aber auf der anderen Seite denkst du dir, ja, aber dann kommt wieder einer und schmeißt wieder Müll hin. Ja, ganz genau. Und genauso ist das mit der Politik gefühlt auch. Egal wer kommt, es wird immer neuer Müll produziert, den dann andere wieder wegräumen dürfen, oder in dem Fall das Volk die Scherben aufheben dürfen, beziehungsweise dafür gerade stehen dürfen. Oder müssen sogar. Steuern werden vielleicht erhoben, vielleicht werden neue Steuern produziert, erfunden, aus dem heiteren Himmel heraus. Vielleicht ist dein Lohn plötzlich weniger wert, als er zuvor war, aufgrund von Steuern, die sie plötzlich erfinden, oder natürlich auch die Inflation, die dazu natürlich beiträgt, dass das Geld immer weniger wert wird. Und hier in der Türkei ist das ein klassisches Beispiel. Und ich weiß, wie krass die Türken sind, wenn sie wählen gehen. Als der Erdogan gewählt worden ist, vor knapp 3 Jahren war das, hier in Alanya waren wir mitten am Start. Ey, das war so schlimmer, heftiger, als ob die Türkei Fußball-Weltmeister geworden wäre. So gefühlt war das. So krass war das. Die Straßen waren voll, alle haben gejubelt.
Feuerwerk wurde gemacht und sonstiges. Also wirklich crazy, Leute, wirklich heftig. Aber jetzt rückblickend, was hat sich jetzt für den einzelnen Bürger hier geändert? Wenn ich die jetzt fragen würde, dann 100% würden sagen, also 99% würden sagen, ganz ehrlich, ja, für mich persönlich hat sich nichts geändert. Und nur vielleicht 1% hat vielleicht verstanden, dass auch wenn sie gewählt haben und sogar derjenige an die Macht gekommen ist, sozusagen an die Macht, der für sie der richtige Mann war oder die richtige Frau, nur für die 1% hat sich vielleicht was geändert. Wenn überhaupt. Und ich denke auch in Deutschland, wenn Ende Februar die Wahlen sein werden, dass sich für dich persönlich, glaube ich, nicht viel ändern wird. Auch wenn, ich weiß, die Stimmen gehen ganz viele Richtung Blau, Richtung AfD. Dass sich daraufhin für dich persönlich wahrscheinlich gar nichts ändern wird. Was soll sich denn auch ändern, wenn die AfD an die Macht kommt? Sollen die Grenzen dicht gemacht werden? Sollen mehr Ausländer ausgewiesen werden? Ja, aber was hast du davon? Das meine ich ja. Was hast du davon, von dieser Politik? Meinst du, es bleibt dir mehr Geld übrig? Das ist ja so, als ob du jetzt sagst, die Ausländer nehmen dir dein Geld weg. Nein, ist es ja nicht. Ist es ja nicht. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was du zu diesem kritischen Thema sagst. Ich bin auf jeden Fall für jeden Kommentar dankbar, egal ob es kritisch ist, auch mir gegenüber natürlich, weil ich denke, dass sich, egal wer in Deutschland die Regierung stellen wird, dass sich für mich persönlich nichts ändern würde. Gesundheitlich nicht, finanziell nicht und somit auch im Leben nicht. Und deswegen musst du selber Gas geben. Deswegen musst du selber schauen, wie du was am besten machst. Und zum Abschluss des Videos, ja, tatsächlich ist dir wahrscheinlich direkt aufgefallen, vielleicht hast du es sogar schon kommentiert, was macht der Markus in der Türkei, in einem muslimischen Land, oben ohne am Strand? Ja, ich war auch schon an der Promenade oben am Strand, oben ohne, an der Promenade. Und ich finde es so krass, weil darauf achten die Menschen nämlich. Immer auf das Äußere. Anscheinend, anstatt ins Innere zu schauen. Ja? Und genauso ist es Politik. Die Leute schauen immer nur im Außen, was können sie, wen können sie beschimpfen, was kann man im Außen ändern. Alle wollen sie was ändern, aber nicht sich selbst. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was du zu diesem Video sagst. Und das Video, denke ich, hat eine gewisse Brisanz und du darfst es gerne teilen in deinem WhatsApp-Status, in deinem YouTube-Kanal und mit deinen Freunden natürlich. Lass dem Video einen Daumen nach oben da und nicht vergessen, auch gerne zu teilen, ein kostenloses Abo dazulassen. Und vor allen Dingen auch, stimm ab, blau, grün oder rot, schwarz oder auch in der Koalition, rot, grün, schwarz, gelb, blau, weiß, was weiß ich. Ja, ich bin sehr gespannt und freue mich auf das nächste Video und auf dein Feedback von dir. Beste Grüße aus Alanya, dein Markus.